Hallo Leute, es ist mal wieder an der Zeit, die Besten unter den Besten zu küren. Aber bevor ich zu meinen Jahresfavoriten übergehe, möchte ich noch mal ganz kurz daran erinnern, dass es aktuell einen Black Friday Sale in meinem Shop gibt. Das heißt, falls ihr Lust habt, meine kleine Indie-Brand zu unterstützen, dann ist das der perfekte Zeitpunkt. Wer meine Jahresfavoriten-Videos bereits kennt, weiß, dass es um Produkte geht, egal ob Hautpflege oder aber auch dekorative Kosmetik oder Haarpflege, die ich in diesem Jahr besonders gern verwendet habe und zu denen ich einfach auch sehr, sehr regelmäßig gegriffen habe. Das heißt, das sind wirklich Produkte, die mir so sehr ans Herz gewachsen sind, dass ich sie das ganze Jahr über immer wieder benutzt habe und kein Produkt gefunden habe, das sie ersetzen konnte. Eine meiner absoluten Top-Entdeckungen aus diesem Jahr ist die SkinChonsa Centella Tone Brightening Capsule Ampoule, die in dieser riesig großen 100 Milliliter Flasche daherkommt und die eine serumartige Konsistenz aufweist. Das heißt, ich habe dieses Produkt auch wie ein Serum verwendet, also über meinem Toner und unter meiner Creme aufgetragen. Manchmal habe ich das Ganze auch in meinen Toner in der Handinnenfläche reingemischt und dann aufgetragen, weil das Finish doch so ein bisschen klebrig anmutet. Wobei ich dazu sagen muss, dass es zumindest von meiner fettarmen Haut recht gut aufgenommen wird und es stört mich auch absolut nicht, da ich hier einen richtig positiven Effekt auf meine Haut wahrnehmen konnte. Das Produkt enthält unter anderem Niacinamid und Tranexamsäure und ich finde einfach, dass es sehr gut dabei hilft, Entzündungen, also Pickel, vorzubeugen und diese einzudämmen. Und wenn wir schon mal bei Tonern sind, dann darf der Bart Sera Intensive Barrier Toner definitiv nicht fehlen, denn das ist mein absoluter Favorit, wenn es um Milky Toner geht. Denn ich habe in diesem Jahr wirklich super viele milchige Toner ausprobiert und all diese Toner mussten natürlich mit dem von Bar konkurrieren, weil das einfach mein aktueller Favorit ist. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, ist das auch nach wie vor mein persönlicher Gewinner, denn dieser Milky Toner ist einfach nur perfekt. Man kann ihn super mit den Händen auftragen, weil er nicht zu flüssig ist. Er spendet richtig gut Feuchtigkeit und weist auch so einen ganz dezenten Pflegeeffekt auf, ohne zu schwer und zu ölig zu sein. Er ist nicht klebrig, er funktioniert gut mit anderen Hautpflegeprodukten und er performt so gut, dass ich ihn auch sehr gerne nutze, um ihn mit anderen Produkten zu mischen, zum Beispiel mit dieser Brightening Ampoule von SkinChonsa. Da die ja, wie gesagt, einen Ticken klebriger ist, gebe ich mir was von dem Toner in meine Handinnenfläche, dann ein paar Tropfen von diesem Serum rein, vermische das und trage das direkt auf meine Haut auf. Und ich sage euch, es ist so ein Traum, weil ich dadurch einfach die Klebrigkeit vom Serum so ein bisschen wegnehmen kann, aber gleichzeitig dieses super hydratisierende Gefühl von diesem Toner kriege. Was Sonnenschutz angeht, gab es für mich dieses Jahr 2 positive Überraschungen und die stammen leider nicht aus der Drogerie, denn in der Drogerie wurden dieses Jahr etliche Sonnenschutzmittel, die ich persönlich gefeiert habe, umformuliert und ich hatte dann einfach irgendwann keinen Bock mehr, all diese Produkte zu testen, weil sie mir schlichtweg zu fettig waren und zu schwer auf der Haut auflagen oder sich mit anderen Produkten abgerollt haben oder schlichtweg in der korrekten Auftragsmenge absolut nicht funktioniert haben. Aber ich bin gespannt, was das nächste Jahr bringen wird und bis dahin müssen diese Favoriten herhalten. Und zwar habe ich hier einmal die SkinChonsa Hyalu-Cica Sonnencreme. Das ist eine neue Tube, denn ich habe bereits eine meiner Tuben aufgebraucht und ich liebe diese Sonnencreme abgöttisch. Die ist einfach nur perfekt für meine Haut. Sie ist nicht zu schwer. Sie lässt sich super in der korrekten Menge auftragen. Sie macht einen dezenten Glow, aber ohne ölig schwartig zu sein. Die UV-Filter-Kombi ist sehr modern und die Formulierung mutet auch so ein bisschen wie Hautpflege an, was ich allgemein bei den koreanischen Sonnencremes richtig großartig finde.
und deshalb benutze ich die einfach wie meinen morgendlichen Moisturizer. Das heißt, ich verwende morgens eigentlich keine zusätzliche Creme darunter, sondern trage einfach meine 6 Pumphübe von dieser Sonnencreme auf und habe meinen UV-Schutz und einen Moisturizer in einem. Die Q&A Peptid Sonnencreme hat mich dieses Jahr auch richtig positiv überrascht, denn hierbei handelt es sich um eine Hybrid-Sonnencreme. Das heißt, sie besteht zum einen aus organischen UV-Filtern und einem anorganischen UV-Filter, weshalb sie auch so einen ganz dezent weißen Schleier auf meiner gering pigmentierten Haut hinterlässt, aber es ist nicht so intensiv wie beispielsweise bei rein mineralischen Sonnencremes. Und was mir hier auch richtig gut gefallen hat, ist, wie sich diese Sonnencreme verhält, denn sie erinnert mich extrem an einige meiner persönlichen K-Beauty-Favoriten. Das heißt, sie lässt sich ohne Probleme in der benötigten Menge auftragen. Sie brennt bei mir nicht in den Augen. Man kann sie auch gut unter Make-up verwenden und ich habe sie einfach dieses Jahr auch wahnsinnig gerne benutzt und kann sie wirklich allen empfehlen, die auf der Suche nach einer guten Hybrid-Sonnencreme sind. Dann habe ich mich dieses Jahr auf die Suche begeben und zwar nach einem Vitamin C Produkt, das ich mit meiner empfindlichen Haut sehr, sehr gut vertrage und das auch eine stabile Rezeptur aufweist und habe dieses hier von Benton entdeckt, denn Ascorbinsäure ist gar nicht so einfach zu verarbeiten, gar nicht so einfach zu stabilisieren und man benötigt vor allem in wasserbasierten Rezepturen einen relativ sauren pH-Wert, nicht nur damit die Ascorbinsäure gut in die Haut eindringen kann, sondern damit diese auch innerhalb der Rezeptur möglichst stabil bleibt. Aber dieser saure pH-Wert plus die hohen Ascorbinsäurekonzentrationen können eben für empfindliche Haut manchmal zu viel sein. Das ist beispielsweise bei mir der Fall und deshalb liebe ich dieses Vitamin C Serum von Benton, denn das ist komplett wasserfrei. Das heißt, wir haben ja auch keinen sauren pH-Wert. Es lässt sich gut verteilen. Es hat zwar eine etwas dickere Konsistenz, also ihr könnt jetzt kein flüssiges, dünnes, wasserbasiertes Serum erwarten, aber es hat einen richtig positiven Effekt auf meine Haut und die Rezeptur ist sehr stabil. Ich habe wirklich schon sehr, sehr lange was von diesem Serum und es sieht immer noch so gut aus wie am ersten Tag. Das heißt, wenn ihr eventuell auch mit diesen wasserbasierten Ascorbinsäureprodukten eure Probleme haben solltet, dann schaut euch unbedingt dieses hier von Benton mal an. Die Oat in Intense Cream von Purito habe ich seit Monaten rauf und runter verwendet, weil ich einfach nicht aufhören kann, diese Creme zu benutzen, denn sie ist so schön dünn und angenehm auf der Haut. Sie fühlt sich nicht ölig, nicht fettig an und ich kann sie sogar in mehreren Schichten auftragen, wenn ich beispielsweise das Gefühl habe, dass ich in bestimmten Bereichen einfach noch so ein bisschen mehr Pflege benötige. Sie interagiert auch nicht komisch mit anderen Produkten. Ich vertrage sie sehr, sehr gut und sie ist auch so ein bisschen basic formuliert. Das heißt, hier sind jetzt keine fancy schmancy Actives enthalten, aber ich finde, jeder von uns braucht in seiner Hautpflegeroutine einen Basic Moisturizer, der einfach nur die Haut beruhigt, der sie pflegt, der ihr Feuchtigkeit zuführt. Denn manchmal ist es genau das, was die Haut braucht. Was Make-up angeht, habe ich dieses Jahr gar nicht so viele neue Sachen für mich entdeckt, die ich immer wieder verwendet habe, weil ich einfach auch die Dinge nachkaufe, mit denen ich über die Jahre gute Erfahrungen gemacht habe. Aber 2 Foundations, die ich lieben gelernt habe, sind diese hier. Und zwar zum einen die Mizone Vegan Cushion Foundation, die wunderschön auf meiner Haut aussieht, aber wo die Shade Range jetzt nicht so super ist. Das heißt, da müsst ihr einfach mal schauen, ob ihr die passende Nuance für euch findet. Allerdings ist diese Foundation so schön, sie ist wunderbar schwerelos auf der Haut. Sie hat eine eher leichte bis mittlere Deckkraft und ist nicht zu trocken. Ich vertrage sie sehr, sehr gut und dadurch, dass sie parfümfrei und vegan ist, ist das auch einfach nochmal etwas, was man auf dem K-Beauty-Markt gar nicht so oft sieht. Die Hypoallergenic Tinted Glow Serum Foundation hat eigentlich genau die gleichen Vorzüge wie die Mizone Vegan Cushion Foundation. Ihr
seht, ich mag einfach diese leicht deckenden, nicht zu schweren, nicht zu dicken Foundations, weil ich dann einfach stellenweise doch lieber so ein bisschen Spot-Concealing betreibe, anstatt noch mehr Produkt aufzutragen. Und das kriege ich auch hier bei dieser Foundation von Hypoallergenic. Auch hier ist die Shade Range leider ein absoluter Graus, aber ich finde das Finish wunderschön. Ich finde sie sehr angenehm auf der Haut und vertrage sie auch richtig, richtig gut. Falls ihr sie in Aktion sehen möchtet, ich verlinke euch das entsprechende Video, das ich zu dieser Foundation gedreht habe, unten in der Infobox. Das Essence Pure Nude Baked Blush habe ich dieses Jahr auch rauf und runter verwendet. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber hier gehen schon so langsam die Buchstaben ab, weil ich so oft dazu gegriffen habe. Und das habe ich aber vor allem im Sommer benutzt, denn im Sommer halten bei mir trotz fettarmer Haut Cremeprodukte ein kleines bisschen schlechter als Puderprodukte. Ist jetzt auch keine Überraschung für mich, denn man schwitzt ja auch und der Talg ist auch so ein bisschen geschmeidiger und flutscht ein bisschen besser über die Haut. Von daher greife ich im Sommer auch sehr, sehr gerne auf Puderprodukte zurück, möchte aber nicht, dass sie zu pudrig und zu schwer auf der Haut sitzen. Und all diese Vorzüge vereint dieses Blush von Essence und das auch noch zu einem kleinen Preis. Ich muss sagen, dass ich auch das Blush von Rare Beauty sehr, sehr gerne mag, aber müsste ich mich entscheiden, welches ich davon nachkaufen würde, dann wäre es definitiv das von Essence, weil es deutlich günstiger ist, aber sich sehr, sehr ähnlich auf der Haut verhält und auch, naja, ein ähnliches Ergebnis zaubert. Ich habe auch noch aus der Reihe eine andere Farbe getestet und muss sagen, dass ich Shimmery Rose deutlich besser finde und dass ich definitiv einen Unterschied feststellen konnte, was das Ergebnis und die Performance angeht. Von daher bleibt Shimmery Rose mein persönlicher Favorit. Zum Schluss habe ich hier noch ein bisschen Haarpflege am Start und würde mal mit meinem Kamm und meiner Bürste anfangen, denn ich habe mir in diesem Jahr eine neue Bürsttechnik zugelegt und dafür sind diese beiden Tools richtig, richtig gut geeignet. Die sind beide von der DM Eigenmarke, also von Ebelin. Und zwar handhabe ich das mittlerweile so, dass ich immer erstmal mit diesem grob zackigen Kamm durch meine Längen gehe, um sie zu entknoten. Und ich gehe auch ganz, ganz sanft durch meine Längen, denn ich möchte ja nicht alles rausziehen und meine Haare unnötig strapazieren und schädigen. Denn die mechanische Beanspruchung durch das Bürsten und Kämmen der Längen, die wird ziemlich vernachlässigt und das habe ich auch all die Jahre ziemlich vernachlässigt. Aber seitdem ich das so handhabe, geht es meinen Haaren so viel besser. Und direkt danach gehe ich dann einfach nochmal mit dieser recht nachgiebigen und super angenehmen Bürste von Ebelin durchs Haar und ja, kämme vom Kopf aus bis in die Längen runter, um ja so ein bisschen das Fett zu verteilen, was auf meiner Kopfhaut drauf ist, ohne dass ich zu krass an den Haaren rumzerren muss, denn durch den Kamm habe ich ja diese leichten Knoten oder die Stellen, wo Haare so ein bisschen übereinander liegen, wieder entwirrt. Bei dem Revolution Conditioner weiß ich gerade nicht, ob ich den bereits in meinen letzten Jahresfavoriten gezeigt habe, aber ich möchte ihn dennoch noch so ein bisschen in den Vordergrund stellen, denn das ist tatsächlich einer meiner liebsten Conditioner, der komplett parfümfrei ist und der eben auch zu meinem gering porösen Haar passt. Ich habe nämlich einige Spülungen ausprobiert, viele davon sind wie gesagt leider auch nicht parfümfrei und viele davon beschweren meine Längen und lassen sie sehr, sehr strähnig aussehen und das ist bei dieser Spülung definitiv nicht der Fall. Die macht mein Haar wunderbar geschmeidig, lässt sich gut ausspülen und kommt auch noch in so einem praktischen Pumpspender daher. Ich verlinke euch natürlich auch alle Produkte, sofern ich sie irgendwo finde, unten in der Infobox. Dann könnt ihr da gerne mal vorbeischauen, falls ihr euch für einen meiner Jahresfavoriten interessiert. Aber wenn ihr auch auf der Suche sein solltet nach einer parfümfreien Spülung, die eher so für
glattes und feines Haar geeignet ist, dann kann ich die hier richtig, richtig doll empfehlen. Das war's schon mit meinen persönlichen Jahresfavoriten. Ich hoffe sehr, dass das Video euch gefallen hat und würde mich natürlich auch riesig darüber freuen, wenn ihr eure Jahresfavoriten unten in die Kommentare schreiben würdet. Da bin ich natürlich auch immer sehr, sehr gespannt drauf und schaue auch, ob ich mich davon inspirieren lasse, noch das ein oder andere Produkt zu testen. Wenn euch das Video Spaß gemacht hat, dann würde ich mich natürlich auch riesig über ein Däumchen nach oben freuen oder ein Abo, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!